Eigentlich wollte ich heute feiern. 6 Monate Härtetest für mein KI-gestütztes Aktiendepot mit 5000 Euro Echtgeld. Ich wollte wissen, kann eine künstliche Intelligenz bessere Aktien auswählen als ein Profi-Investor und mich so am Ende schneller zu meiner ersten Million Euro bewegen? Die letzten 3 Monate waren fett im Plus und generell waren 4 von 5 Monaten krass positiv. Doch dann kam der Iran-Konflikt. Die Märkte sind tiefrot und Extreme 4 regiert gerade die Börse. Und heute klären wir die alles entscheidende Frage. Hat die KI im Chaos die Nerven verloren oder nutzt sie den Crash eiskalt aus, um den Grundstein für mein Millionendepot zu legen? Bevor wir aber die nackten Zahlen auspacken, noch ein riesiges Dankeschön. Wir haben die 4000 Abonnenten geknackt. Und weil ich diesen Meilenstein mit dir feiern will, habe ich heute etwas Besonderes vorbereitet. Bleib daher unbedingt bis zum Ende dran. Aber jetzt schauen wir uns an, wie die KI im Crash reagiert hat, wie viel Rendite im März und insgesamt seit Projektstart drin war und welche Aktien uns im April der ersten Million ein Stück näher bringen sollen. Also, los geht's! Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Als kleine Einführung, wie hat die KI in den letzten Monaten eigentlich performt? Alle Details zu den Aktien und den einzelnen Monaten findest du in der Playlist oben rechts. Hier ist aber schon mal die schnelle Übersicht, wie viel Rendite mir die KI bisher generiert hat und wie sie im Vergleich zum MSCI World gelaufen ist. Der Startschuss im Oktober lief absolut nach Plan mit plus 4,1% Rendite. Zu dem Zeitpunkt hatte ich etwa 4000 Euro investiert und die KI hat mir über 160 Euro Gewinn generiert. Im gleichen Zeitraum hat der MSCI World ETF 3,6% Rendite geschafft. Hier lief also beides ziemlich gut. Wer sich noch erinnern kann, im November gab es ordentlich Panik im Markt und da rutschten die meisten Aktien ins fette Minus. Da im KI-Depot nur Tech-Aktien drin waren, wurde es entsprechend heftiger bestraft. Insgesamt minus 4%. Fast alle Gewinne aus dem Oktober wurden also wieder abgegeben. Da war der MSCI World nur mit minus 1,4% besser unterwegs. Hier punktete auf jeden Fall der Index. Im Dezember ging es aber mit doppelter Geschwindigkeit wieder nach oben. Insgesamt gab es plus 5,5% bzw. über 220 Euro Rendite. Der MSCI World dagegen hat nur plus 1% geschafft. Das Januar 2026 ist ebenso gut gestartet und die Aktienauswahl durch die KI hat plus 4,5% Rendite generiert. Da war ich bereits mit 5000 Euro investiert, was ein Plus von etwa 190 Euro bedeutete. Im gleichen Zeitraum hat der MSCI World nur 1,1% Plus gemacht. Der Februar hat ebenso gut performt. Da hat die KI wieder mal ein Plus von 4,5% hinterlegt. In Euro waren es dieses Mal satte 236 Euro Rendite. Der MSCI World schaffte nur 1,1%. In diesem Moment sah es so aus, als hätte die KI den Code geknackt, bis der März kam. Im März passierte das, was ich bereits im allerersten Video als Risikofaktor erwähnt habe und was zum Investieren eben dazugehört. Geopolitische Ereignisse wie die Eskalation im Iran. Sowas kann weder eine KI noch ein Warren Buffett vorhersagen. Und das war mir am Anfang des Projekts auch bewusst. Am 2. März waren die beiden Depots noch über $6.300 wert. Am 1. April lagen sie nur noch bei $6.000. Das KI-Depot ist insgesamt also um $300 bzw. 4,8% gefallen. Ja, das tut ein bisschen weh, aber unser privates Hauptdepot wurde im März ebenso um 3 bis 4% schlanker. Und der MSCI World hat sogar über 4,2% Verlust gemacht. Das heißt, der ganze Weltmarkt wurde im März bestraft. Wenn wir aber die Performance seit dem Projektbeginn im Oktober messen, dann liegt mein KI-Depot immer noch mit fast 10% im Plus und über 8%
10% über den MSCI World. Und jetzt rechne mal diese Überperformance auf 10 oder 20 Jahre hoch. Mit etwas Geduld wird aus so einem Depot ein echtes Millionenvermögen. An dieser Stelle eine kleine Bitte. Wenn so ein Content für dich interessant und spannend klingt, dann lass direkt ein Abo da, um keine Updates zu verpassen, und gib dem Video ein Like. Danke für deinen Support. Aber die spannendste und entscheidende Frage für mich war, was genau wird die KI in diesem Panikmonat machen? Da die meisten Aktien an sich qualitative Unternehmen sind, die halt durch das Chaos unter Druck geraten sind, hat die KI entschieden, den Sturm zumindest größtenteils auszusitzen. Aber einige Titel hat die KI trotzdem eiskalt rausgeschmissen und stattdessen neue Aktien günstig im Dip gekauft. In meiner Tech-Strategie flogen somit 7 von 15 Aktien raus. Onto Innovation mit über 40% Gewinn verkauft. Teradyne, Autodesk, Roper Technologies, Checkpoint Software, Tyler Technologies sind mit einstelligen Verlusten raus. Und Canadian Solar hat es nach schlechten Quartalszahlen mit einem fetten Minus erwischt. Anfang März stand es aber bei plus 10%. Echt wilder Drop. In solchen Fällen wäre ein Stop-Loss wirklich sinnvoll. Und diese Aktien kamen stattdessen neu rein. Die genaue Begründung kannst du wie immer hier nachlesen. Somit habe ich für April folgende Titel in der Techstars-Strategie. Adobe ist neu dabei, Applied Materials ist neu, DocuSign ist neu, Entegris bleibt, EPAM Systems ist neu, Gartner bleibt, Intuit bleibt, Klaviyo bleibt, Kyndryl bleibt, OpenText bleibt, Oracle und Qualcomm sind schön im Minus, aber hier hat die KI gesagt, halten, und das finde ich auch gut so, denn das sind Top-Unternehmen. Qualys bleibt ebenfalls, Salesforce und ServiceNow habe ich für mich persönlich im letzten Monat entschieden, weiter zu halten, Texas Instruments bleibt und Workday ist neu dabei. Das macht insgesamt 17 Titel im Wert von etwa 3000 US-Dollar. Diese Änderungen fanden in der Value Vault Strategie statt. Diese Strategie teste ich noch nicht so lange und ich muss sagen, dass ich hier noch nicht so ganz happy bin. Ich werde mal sehen, wie lange ich die noch fahre. Folgende 9 von 20 Titeln sind im April rausgeflogen. Medpace und Enersys wurden mit kleinem Gewinn verkauft. Neurocrine, T. Rowe Price, Toro und Ameriprise Financial haben mir bis zu 7% Verlust gebracht. Leidos und Vontier liegen sogar mit 10 bis 12% im Minus. Und Checkpoint wollte die KI auch mit über 20% Verlust verkaufen. Das finde ich aber ziemlich blöd, daher lasse ich die Position erstmal drin. Warum? Schau mal hier den Chart an. Das war ein schöner, fast geradliniger Kursverlauf. Dann kam etwas Euphorie und jetzt ist sie wieder auf einem adäquaten Niveau. Und wenn du hier in die Analyse gehst, siehst du krasse Nettomargen von 30%. Das heißt, das Unternehmen ist sehr, sehr profitabel. Und diese neuen Value-Aktien wurden neu in die Strategie aufgenommen. Das heißt, für April haben wir jetzt nochmal Adobe, ADS ist neu, IACOM ist neu, A.O. Smith ist neu, Betterware bleibt, Carlisle oder Carl Isle oder wie auch immer man es ausspricht, ist neu, Checkpoint habe ich wie gesagt drin gelassen, DocuSign ist neu, Expedia habe ich im letzten Monat ebenfalls behalten, Gartner bleibt, Haemonetics bleibt, Intuit bleibt, Itron habe ich noch gelassen, Kyndryl bleibt, Lazard bleibt, Lockheed Martin ist neu, Lululemon ist neu, PEX bleibt, PayPal wollte die KI auch rausschmeißen, aber denen habe ich noch eine Chance gegeben, Qualcomm bleibt, Qualys bleibt und Stride bleibt ebenfalls. Insgesamt sind das 24 Titel im Wert von über 3000 US-Dollar. Übrigens wurde die X-Station etwas aufgefrischt und hübscher gemacht. Und man kann jetzt echte Optionen handeln, also für diejenigen unter euch, die etwas aktiver traden möchten. Das steht übrigens bei mir auch irgendwo auf der To-Do-Liste. Somit wurde im März insgesamt ein Verlust von $103 realisiert. Hier nochmal zur Dokumentation ein paar Screenshots aus der X-Station. Bei den Techstars hatten wir im März fast $70 Minus. Auf das Jahr gesehen bin ich aber über $180 im Plus. In der Value-Strategie habe ich $34 verloren, bin aber seit Januar insgesamt fast $400 im Plus. Übrigens sind immer wieder ein paar Dividendentitel dabei und so kamen seit Jahresanfang um die $15 an Ausschüttungen rein. Die Dividenden haben den Schmerz im März also ein ganz kleines bisschen gelindert. Wenn du es vor kurzem angefangen hast und jetzt im Minus bist, lass dich nicht unterkriegen. Denn auch wenn die geopolitische Lage angespannt bleibt, wer Millionär werden will, darf im Crash nicht zittern. Genau jetzt werden die Weichen gestellt. Und wie man schön sagt, Krisenzeiten bieten oft
die größten Chancen. Und wie ich am Anfang gespoilert habe, wir feiern 4000 Abos und ich will an euch etwas zurückgeben. Da wir in dieser Serie sowieso mit XTB arbeiten und es dort jetzt ganz neu die Geschenkfunktion für Aktien gibt, verlose ich unter euch eine ganze Aktie oder eine Teilaktie im Wert von 50 Euro. Ich habe noch nie etwas verlost, aber bei diesem Meilenstein habe ich einfach Bock drauf. So nimmst du an der Verlosung teil. Abonniere den Kanal, gib dem Video ein Like und schreibe deine Wunschaktie unten in die Kommentare. Das ist alles. Du kannst die Aktie langfristig behalten, verkaufen und für dein KI-Depot oder zum Traden nutzen oder einfach auscashen, wie du willst. Und das Beste für alle, unabhängig von meinem Gewinnspiel läuft bei XTB aktuell eine Gratis-Aktienaktion. Das heißt, ihr könntet theoretisch doppelt abräumen. Den Gewinner meiner Verlosung informiere ich am 26. April hier auf YouTube direkt unter diesem Video. Den Link zu XTB findet ihr ebenso in der Videobeschreibung. So, das war das Update zum KI-Depot. Lass mir ein Like da und vergiss das Abo nicht, um die nächsten Updates nicht zu verpassen. Wenn du mehr Infos brauchst, wie das Ganze funktioniert und was du dafür brauchst, schau dir dieses Video und die ganze Playlist an. Den Promocode mit über 60% Rabatt auf die KI-gestützten Depots packe ich dir ebenso unter das Video. Danke dir fürs Zuschauen und deinen Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.